ist sicher ein besonderer Auftrag. Erstens mache ich sehr selten überhaupt Auftragsarbeiten. Also ich bin normal frei und arbeite einfach für mich, und es gibt dann schon so zu gewissen Themen Ausstellungen, dass ich zu einem bestimmten Thema was mache, aber so Aufträge in dem Sinn habe ich sehr wenige gemacht und dann auch in diesem Umfang überhaupt nicht. Also es war schon etwas ganz Neues und Besonderes, und ich konnte auch im Vorhinein nicht genau abschätzen, was es bedeutet. Ich habe schon einen kurzen Moment nachgedacht, aber eigentlich nicht sehr lange, weil ich liebe es, Herausforderungen anzunehmen. Ich werfe mich da hinein und ich bin optimistisch und es funktioniert meistens. Ich fange jetzt einmal an, das ist jetzt dieses Grundierweiß, mit dem wird das Holz bestrichen, und das sollte man halt auch regelmäßig verteilen, auch nicht zu viel Farbe auftragen, damit es nicht unregelmäßig dann auf dem Holz stehen bleibt und unregelmäßig antrocknet, weil sonst kriegen wir ein dreidimensionales Bild. Also es hat so Momente zumindest gegeben, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich 10 oder 15 oder 20 Stück gemacht, jetzt sind noch 690 oder 680 oder 650 weitere zu produzieren, und da wusste ich auch noch nicht genau, wie es mir nach 100 oder 200 oder 300 Stück gehen wird. Ich kann es noch nicht richtig einordnen, das ist etwas ganz Eigenes, das passt nirgends richtig dazu, und ich merke, dass es mich beschäftigt, also, aber nicht nur insofern, als dass ich immer überlegen muss, werde ich fertig oder wann werde ich fertig, in welchem Zeitraum kann ich wie viel machen, sondern auch, ob sich dann innerhalb dieses sehr eingeschränkten Bereichs, in dem ich mich malerisch bewege, ob es da auch noch Möglichkeiten oder Entwicklungspotenzial gibt, und das gibt es durchaus, aber das ist halt sehr fein, das kann man nicht sofort sehen, aber ich glaube, dass dann innerhalb von 700 Stück, dass es dann doch auch eine kleine Entwicklung gibt. Also das sind jetzt schon 3-mal grundierte Holztafeln. Das ist 3-mal mit dem Grundierweiß grundiert, und da kommt jetzt eine weitere Grundfarbe als Untergrund mit Ölfarbe drauf. Ich habe keine Vorgaben gehabt für die Motive. Also es war jetzt nicht, dass mir irgendjemand gesagt hat, mache etwas in diese Richtung. Die einzige Vorgabe war das Format. Es gibt 2 verschiedene Dinge dabei. Das eine ist natürlich die Versuchung, so etwas auszuprobieren. Ich habe schon gewusst, dass es im Vorhinein, habe ich da schon gemerkt, so eher eine buddhistische Meditationsübung wird, dass ich eben wirklich seriell arbeite und da ein bisschen mich selbst vergessen kann, und das wollte ich einmal ausprobieren, ob das möglich ist, wie man sich dabei fühlt, wenn man nicht ständig für jedes neue Bild jetzt sich Gedanken macht und sich damit auseinandersetzt. Es ist Arbeit, es ist viel Arbeit, aber es ist machbar. Wenn ich einmal drinnen bin, dann ist es wirklich eine Produktion, eine serielle Produktion, wobei ich dann sagen muss, das ist interessant, weil ich schalte dann teilweise ab, also vor allem bei den Vorarbeiten, aber wenn ich dann die finale Schicht mache, dann ist es doch wieder sehr konzentriert, und ich möchte meine Qualitätsansprüche an jedes einzelne Bild anwenden oder angewendet wissen. Ich denke daran, dass jeder, der
ein Bild bekommt, nur eines bekommt. Und ich sehe es jetzt immer, ich sehe immer die ganze Quantität, die ich male, aber ich versuche dann bewusst auch die Bilder einzeln anzuschauen und zu überprüfen, ob sie als Einzelbild auch bestehen können. Da male ich jetzt ein kreisförmiges Gebilde drauf. Das kann sich so oder so ausformen, das muss nicht ganz genau sein. Also die Form kann ruhig auch amorph sein oder muss nicht streng geometrisch sein. Und um diesen Ring herum wird dann weiße Farbe noch angebracht, damit das wie ein Ausblick aussieht. Vielleicht noch eine kleine Linie da machen. So, das ist es jetzt. Ende. Ja, es ist ein Kreis mit einer Hintergrundfarbe und im Vordergrund wird es abgedüngt, so dass man das Gefühl hat, da gibt es einen Hintergrund und einen Vordergrund und je nach Farbigkeit war es für mich so, als würde von hinten das Licht kommen. Ich habe für die ganze Serie den Titel gewählt, der Ursprung des Lichts. Es klingt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber es ist mir einfach spontan eingefallen, als ich das erste Probebild angeschaut habe. Und ich gebe ja die Bildtitel auch sonst immer im Nachhinein assoziativ. Also ich schaue mir die Bilder, wenn sie fertig sind, an und dann fällt mir spontan ein Titel dazu ein. Und so war es auch hier. Und ich habe das natürlich dann schon überprüft, ob das passt für die ganze Serie, aber ich habe gefunden, das kann man so lassen. Und ja, es geht also um das Licht und ohne Licht gäbe es ja auch keine Farben und dann, also das ist für mich dann schon stimmig auch.